Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe PS Speicher TV. Ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen Kaffee in der Hand oder ein anderes Getränk, denn heute überziehen wir etwas. Warum ist das so? Wir bekommen von euch viele Anfragen. Anfragen zum Thema Identifikation von Fahrzeugen, Hilfe bei der Ersatzteilbeschaffung oder bei der Literaturrecherche, aber auch ganz viele Mails zum Thema Kaufberatung. Ich möchte mir einen Youngtimer kaufen, ich möchte mir einen Oldtimer kaufen. Was sind die Besonderheiten bei den Fahrzeugen? Worauf muss ich beim Kauf achten? Und genau darum geht es heute. Wir sind hier in der PS-Speicher-Werkstatt. Ich bin nicht alleine, ich habe mir Verstärkung geholt. Bei mir ist Michael Marx, unser Werkstattleiter. Hallo, moin. Hallo Sascha. Und wir haben zwei Autos mitgebracht. Und anhand dieser Autos können wir euch zeigen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch einen Youngtimer kaufen wollt. Also Michael, was für Autos hast du uns mitgebracht? Wir haben einen Mercedes W124, Baujahr 89 und einen Jaguar XK8, Baujahr 97. Beides wirklich hübsche Autos, haben auf den ersten Blick nicht so viel gemeinsam, aber sie sind beide am Markt noch für relativ überschaubares Geld erhältlich und sie sind ein guter Einstieg in die automobile Klassikerwelt von morgen. Ich interessiere mich jetzt für eins der Autos, ich möchte gerne eins der Autos kaufen. Wie gehen wir jetzt weiter vor? Wir sehen uns beide Autos an, machen uns einen Gesamteindruck vorerst. Dann sehen wir uns Lack und Blech an, sehen uns die Technik an, die Innenräume. Und später bocken wir die doch hoch auf den Hebebühnen und schauen von unten. Okay, lass uns anfangen. Schönes Armaturenbrett in Braun. Gefällt mir. Die anderen 124er, die ich sonst kenne, haben immer ein schwarzes Armaturenbrett. Passend zur Innenausstattung. Nicht gerissen, nicht sonnenverbrannt. Sehr gut. Die Sitze, das Lenkrad ebenfalls. Sitze sind auch super, nichts aufgeschabt, auch am Einstieg nicht. Nein, hier auch Fahrersitz super. Das ist ein Velourstoff, alles noch richtig straff. Darauf muss man achten, ob das wirklich ausgelatscht ist oder ob die Stoffe aufgerissen sind, gerade am Einstieg. Ich check mal das Schiebedach. Also wichtig ist, alle elektrischen Helferlein einmal wirklich durchklicken. Die Zeit muss man sich nehmen, ob alles funktioniert. Die Fensterheber. Das läuft sehr gut, das Dach. Innenleuchte geht. Was haben wir noch? Klimaanlage. Auf jeden Fall unbedingt ausprobieren, ob die Klimaanlage ausreichend kühlt. Die Kopfstützen hinten funktionieren, wenn der Motor an ist. Die funktionieren mit Unterdruck. Versuchen wir, ob man die umlegen kann. Lack. Passt. Bestens. Ansonsten, bevor man zu tief ins Detail einsteigt, sollte man auf jeden Fall etwas machen, was das Wichtigste überhaupt ist. Man sollte die Papiere vom Fahrzeug checken. Sind alle Unterlagen vorhanden, ob man das Fahrzeug überhaupt in Deutschland zulassen kann? Und vor allen Dingen sind TÜV-Berichte da, Werkstattberichte. Das alles gibt nämlich Aufschluss über die Kilometerlaufleistung. Wie viel haben wir hier auf dem Tacho? Tachostand ist 44.862 Kilometer. Und das für ein 33 Jahre altes Auto. Ja. Das ist wirklich sagenhaft. Enorm wenig. Und hier ist ein Checkheft, das ist auch immer gestempelt worden, auch immer vom selben Autohaus, Mercedes-Benz Kundendienst. Wirklich bis zum Schluss. Und der letzte Eintrag ist vom 16. Mai 2011 mit 42.909 Kilometer. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug aus dem Verkehr genommen, war auch seitdem nicht mehr zugelassen. Also der Kilometerstand absolut plausibel. Absolut plausibel. Ich schalte mal das Licht durch, kann man vorne sehen, funktioniert. Nebel. Auch die Feststellbremse hier auf den ersten Tritt mal wunderbar kurz. Sprich, die Einstellung ist gut. Ja, perfekt. Passt alles, würde ich sagen. Innenraum macht einen guten Eindruck. Perfekt. Dann schauen wir uns jetzt mal den Jaguar an, ob der auch genauso ist. Hupe funktioniert auch. Ja. Also der Einstieg ist okay. Hier meine Türverkleidung ist lose, Fahrerseite natürlich. Meine Türverkleidung ist hier auch lose. Der Sitz ist völlig abgenutzt, hier das Leder ist durchgescheuert. Genau. Hier ist die Plastikblende gebrochen und die Hälfte fehlt. Also ganz wichtig, immer auf den Einstieg achten. Ups. Ich merke gerade, mir kommt was von oben entgegen. Der Himmel hängt. Der Himmel hängt. Krankheit bei Jaguar gibt es auch beim XJ. Und XJ40 und alles, was so Jaguar aus den 90ern ist, da kommt gerne mal der Himmel runter. Ansonsten, es riecht etwas, es ist muffig. Der erste Gesamteindruck ist nicht so ganz überzeugend, aber davon sollte man sich erstmal nicht abschrecken lassen.
Holz ist in gutem Zustand. Mach mal Zündung an. Wir probieren mal die elektrischen Helferlein. Die sollte man auf jeden Fall alle ausprobieren. Quält sich ein bisschen, aber Wenn es so läuft. geht. Radio braucht einen Code. Sonst funktioniert es nicht. Scheinwerferverstellung, Nebel, Spiegelverstellung Schlussleuchtung. quält sich, aber funktioniert. Funktioniert, das ist gut. Lüftung springt an. Klima. Das Display, darauf sollte man auch unbedingt achten, auf die Displays und auf die Anzeigen. Das Display ist leider angelaufen. Das kann man nicht mehr ablesen auf der rechten Seite. So, Scheibenwischer. Funktioniert. 2 Stufen. Innenraumleuchten funktionieren. Hinten kann ich leider nicht ausprobieren, aber die hängt hier schon so ein bisschen runter. Ja. Licht schalte ich mal durch. Kontrolle geht. Das helle Leder ist Geschmackssache. Ich würde eher ein dunkleres Leder bevorzugen, aber ansonsten Ich habe schwarzes. genau. Klassische J-Gate-Schaltkulisse, Jaguar Automatik. Check mal, ob bei dir in der Tür irgendwo Hier ist Papiere nichts. sind. Da ist das Handschuhfach. Hier hinten liegt auch nichts. Man fühlt sich etwas bedrängt mit dem Himmel, oder? Also, zu diesem Auto gibt es keine Papiere. Ja, needs work. Genau. Ansonsten die Plastikteile. Das Holz ist jetzt hier erstmal nicht gebrochen. Das ist soweit in Ordnung. Ich mag das. Das Lenkrad ist ein Wurzelholz? bisschen abgegriffen, im Gegensatz zu dem vom Mercedes. Was steht auf dem Tacho? Wie viele Kilometer hat er gelaufen? Auf jeden Fall reichlich Fehlermeldungen. Ja. Der Tannenbaum brennt. 122.000 Kilometer. Das ist erstmal nicht so viel, aber sieht Wenn nach stimmt. mehr aus im Innenraum. Wenn stimmt. Genau, Sieht eher nach 250.000 aus. würde ich auch sagen. Den Innenraum der Autos haben wir uns eben angeguckt. Wir haben geguckt, worauf muss man achten. Jetzt gucken wir uns die Autos von außen an. Rost ist immer ein großes Thema bei alten Autos, egal ob Jaguar oder Mercedes-Benz. Worauf muss ich noch achten? Du hast recht, Rost ist ein Thema. Wir müssen aber auch auf Unfallschäden achten. Dadurch verformte Spaltmaße eventuell erkennen und die Lackierung insgesamt begutachten. Kratzer, Beulen und was sonst negativ sein kann. Okay, dann schauen wir uns den Jaguar mal an. Ich sehe schon von hier, der Wagen ist komplett rundum vermackelt, hat überall Kratzer, ist stumpf, der Klarlack löst sich. Hier sieht man das auch ganz gut. Richtig. Auf der Haube hier sind Kratzer, Und es sieht auch irgendwie nachlackiert aus. Ja. Oder täuscht das? Nee, das ist schon mal nachlackiert auf jeden Fall. Spaltmaß passt allerdings ganz gut hier. Thema Rost hier, Radlauf ist hier okay vorne links. Dann sieht man hier mal kurz diese Scheibendichtungen. Ja, Scheibenrahmendichtungen. die ist da oben lose. Ja, sind wahrscheinlich ausgetrocknet, haben sich verkürzt, haben sich rausgezogen. Tritt Wasser ein, läuft eventuell erstmal an die Verkleidung, Ja. sieht schäbig aus und lässt natürlich die Scheibenrahmen rosten. Okay. Auch bei allen Autos mögliche Fehlerquelle. Dann geht es weiter mit der Tür oder mit den Türen. Der Lack ist eigentlich relativ hin. Auch am Türgriff hier, das kann man Türgriff auch. auch. Ja. Der Schweller ist komplett durchgerostet hinten. Der ist schon mal geschweißt worden, da ist schon mal ein Reparaturblech drauf Ja. gekommen, wie man hier sieht. Was mir noch auffällt, sind die Felgen. Die sind auch total vernackelt. Die sind alle vermackelt, alle 4. Ja. Bordstein, Rempler. Und was natürlich ganz wichtig ist, was viele Leute immer vergessen, achtet darauf, was für eine Rad-Reifen-Kombination auf dem Auto ist, ob ihr die überhaupt fahren dürft, ob die überhaupt im Fahrzeugschein eingetragen ist. Nicht, dass es dann bei der Zulassung eine böse Überraschung gibt. Die Scheibenrahmen sind auch hinten gammelig. Das heißt, die Scheibe müsste raus, eventuell wieder neu eingeklebt werden. Also ein Riesenaufwand. Das erkennt man immer gut daran, wenn an der Heckscheibe so ein milchiger, heller Fleck entsteht, der sich über die Jahre immer weiter ausbreitet. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass die Heckscheibe sich ablöst vom Scheibenrahmen, weil da schon Wasser eingedrungen Richtig. ist und weil es anfängt zu gammeln. Die Karosserie haben wir uns eben angeschaut, jetzt schauen wir uns den Motor an. Und man muss kein Fachmann sein, um offensichtliche Mängel zu entdecken. Wir schauen jetzt mal. So, da ist das gute Stück. Jaguar V8, 4 Liter Hubraum, 284 PS. Das ist ein Saugmotor. Wem das nicht reichte, der konnte noch zum XKR greifen. Der hatte nämlich noch einen Kompressor oben drauf und leistete 363 PS. Eigentlich ist das ein relativ unauffälliger Motor, was das Thema Schwachstellen angeht. Eine große Schwachstelle hat er aber, das haben aber viele Achtzylindermotoren mit Steuerkette.
Das sind die Kettenspanner und diese Kunststoffgleitschienen für die Steuerkette. Genau, ich habe hier so eine Gleitschiene dabei. Da sieht man auch, dass die gebrochen ist und durchgescheuert ist. Allerdings von Mercedes, diese hier. Aus einem 124er. 124er ist das. Ja. Ne? Die hat ja 2 obenliegende Nockenwellen und ordentlich Kette. Es kommt eine Kette von der Kurbelwelle auf eine Zwischenwelle und von dort rechts und links zu den Köpfen mit jeweils 2 obenliegenden Nockenwellen. Da ist ordentlich was in Bewegung. Deswegen ist auch ordentlich Druck auf der Kette. Und diese minderwertigen Kettenspanner der anfänglichen Baureihen sind ersetzt worden durch haltbare, funktionierende Aluminium-Kettenspanner, die man dann da einsetzt. Natürlich ist das eine Riesenarbeit, weil man den ganzen Motor hier vorne, das muss hier alles rausgeräumt werden, bis hier ungefähr. Ja, also extrem aufwendig. Extrem aufwendig und deswegen teuer, ne? Weil man es nicht selber machen kann. Aber nicht nur beim Jaguar, sondern generell Immer. bei allen Autos, Genau. wo der Kettenspanner gewechselt werden muss. Den Jaguar haben wir jetzt mit unserer Bühne mal hochgefahren. Und wenn ihr ein Auto kaufen wollt und keine Bühne habt, legt euch wenigstens drunter. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Auto von unten anzuschauen. Wir haben jetzt nämlich gerade eine ganz schön böse Überraschung erlebt und der äußere Eindruck setzt sich leider hier unten fort. Der Wagen sieht von unten nicht gut aus. Also ich habe selten ein Auto gesehen, was von unten so verrostet ist. Die Bremsen, ich habe eben schon mal geschaut, die Bremsscheibe ist total wellig. Völlig riefig. Bremsen sind fest übrigens Ja. auch. Ne? Man kann die kaum noch drehen. Auf beiden Seiten. Auf beiden Seiten sind die Bremssättel vermutlich fest. Und wirklich einfach enorm viel Rost. Also Ja. die Ölwanne ist komplett unten ölfeucht. Ja. Es kommt aber nichts von oben. Und Da ist kommt's irgendwo her? ein Rostloch, vermutlich. Dann geht das hier weiter. Bei der Wagenheberaufnahme ist schon mal geschweißt worden, wie man sieht. Ja. Daneben ist auch wieder durchgerostet. Na, hier. also das ist ja ein neuralgischer Punkt bei allen Autos eigentlich, so die Wagenheberaufnahme Ja. am Schweller oder im Bereich des Schwellers. Ja. Da rostet es gerne mal. So, dann Ausbauanlage. Komplett. Ist hier gebastelt, da sind irgendwelche Vierkanteisen reingeschweißt worden. Statt irgendwelcher originalen Halter auf beiden Seiten. Ja. Hier zugeflickt. Aber auch eigentlich komplett. Kann man einfach nur abbauen und Verrostet. in den Schrott werfen. Ja. Was mir noch auffällt, der Hilfsrahmen für die Hinterachse, der ist komplett hinüber. Ja, der quillt auseinander. Ne? Ähm, Das geht gar nicht. das ist ein Bauteil, das muss dann unbedingt ausgetauscht werden. Auch der Halter dafür, hier, das ist ja mal ein Ja. riesen dickes Die Material gewesen. Hinterachsaufnahmen, das ist alles verrostet. Am Jaguar haben wir gesehen, wie die neuralgischen Stellen an einem Youngtimer oder Oldtimer nicht aussehen sollten. Jetzt schauen wir uns den Mercedes an und ich bin gespannt, ob der Wagen von außen genauso gut ist wie von innen. Macht auf jeden Fall erstmal einen sehr schönen Eindruck. Hier sehe ich einen kleinen Kratzer auf der Tankklappe, aber ich glaube, das kann man polieren. Das ist, kann man glaube ich, wegpolieren, das ist auf dem Klarlack. kommt von einem Kunststoff. Machen wir hier ein paar Sachen auf. Tankklappe ist wunderbar sauber innen, absolut rostfrei. Ganz wichtig bei den Türen auch öfter mal das Gummi anheben, egal ob Mercedes, Jaguar oder BMW oder Audi, und nach Rost schauen. Auch die Türunterkanten, die Einstiege sind ganz wichtig. Sieht perfekt aus. Auf der Radkasten hier hinten nicht eine Macke, sehr schön. Am Antennenauslass ist auch kein Rost, ist auch immer eine neuralgische Stelle, egal welches Fahrzeug. Es ist im Grunde Auslieferungszustand hier hinten, oder? Oder insgesamt. Auch kein Rost um den Türgriff. Ich konnte erstmal auch keine Farbunterschiede erkennen. Also das ist alles erster Lack. Die Tür ist auch absolut sauber, rostfrei der Einstieg. Keine Kratzer, keine Beulen. Wunderbar. Drei Liter Hubraum, rein 6-Zylinder, Saugmotor, 180 PS, M103 ist ein 12-Ventiler-Motor. Eigentlich ein klassischer 6-Zylinder-Motor von Mercedes-Benz. Sieht erstmal soweit alles ganz gut aus. Aufgeräumt, sauber. Nicht verölt, keine Wasserverluste. Man sieht hier noch die Striche von der Produktion. Die roten Striche, Die das roten sehe ich auch Striche. an den Schrauben hier teilweise. Hier sehe ich es noch. Wahrscheinlich Hier im drüben. Werk beim Nachziehen, als die Schellen angezogen waren, sind die markiert worden. Ja, Schauen wir mal das Öl nach. kein Schlamm. Kein Schlamm. Es kommt Öl an oben, Ja. es ist feucht oben. Es riecht trotzdem ein wenig alt. Sollte man wechseln. Auf jeden Fall Ölwechsel machen. Nur hier ist kein Schlamm drin, das ist immer ein Indikator dafür, dass kein Wasser im Öl ist, in der Ölwanne, im Kurbelgehäuse. Nur das Wasser drüben.
Das ist auch... Auch hell, ne? Das ist hell, sauber und kein Schlamm. Ja. Was mir gerade aufgefallen ist, man hat ja hier relativ viel Platz im Motorraum. Man kann gut sehen und gut schauen. Ich sehe da unten eine Antriebswelle. Ja. Die geht durch die Ölwanne durch. Und ich sehe eine verstärkte Motorlagerung, ein verstärktes Motorlager. Und ich habe hier einen roten Hebel. Ja, das ist ein 4-Matic, ein Allrad-Mercedes mit einem speziellen Allradsystem. Den Hebel betätigt man, wenn das Auto auf dem Bremsenprüfstand geprüft wird, dass man die Achsen trennen kann im Prinzip. Ja, wenn eine Achse steht, kann die andere nicht drehen im Bremsenprüfstand. Das ist wieder getrennt, kann man die Bremsen testen. Dafür ist dieser Hebel da. Dieses dickere Motorlager ist eben wegen der Last durch den Allrad an der Vorderachse Voraussetzung. Deswegen wird das so groß und stark ausgeführt. Also konstruktiv ziemlich ausgefeilt. Absolut aufwendig. Sehr aufwendig, auch sehr teuer damals. 12.000 D-Mark Aufpreis. Hat auch mehr Gewicht mitgebracht, 120 Kilo zusätzliches Gewicht. Fein. Hier vorne sieht alles gut aus. Ja, keine Ölverluste, kein Wasser, alles trocken, bisschen schmutzig durch die Jahre vielleicht, staubig. Könnte man mal eine Motorwäsche machen. Aber im Grunde ist das ein super Zustand. Passt zum Rest des Autos. Dann heben wir den Wagen mal hoch. Genau. Sieht sehr sauber aus. Die Räder drehen. Räder drehen frei. Die Bremsscheiben haben eine leichte Kante, muss man beobachten. Gut, sind die ersten wahrscheinlich noch bei 50.000 oder 45.000. Das ist eine ganz interessante Konstruktion. Die Feder läuft, macht quasi einen kleinen Bogen um die Antriebswelle für das 4-Matic-System. Jetzt haben wir hier leichten Ölverlust an der Ölwanne, an der Motorölwanne, aber minimal. Schwitzt ein wenig. Von da geht es dann nach hinten mit der Kaderwelle. Die Scheiben sind auch gut. Muss man darauf achten, die Gummis härten aus, sind spröde und fangen die Wellen an zu schlagen. Hinterachsaufnahmen sehen gut aus. Sie sind nicht angerostet, nicht durchgerostet. Das würde sonst wirklich sehr teuer werden bei diesem Modell oder generell die auszutauschen. Da müsste die Achse für raus. Auch hier hinten alles klasse. Federn nicht gebrochen. Hatten die damals auch noch nicht. Heutzutage brechen ja die Federn auch mal leicht kaputt. Die Bremsschläuche sollte man noch beachten auf jeden Fall. Ja, Abgasanlage ist perfekt sauber. Auch noch erste Garnitur. Erste Garnitur. Also keine Hinweise auf einen Unfallschaden, keine Hinweise auf Rost oder gar Durchrostung. Egal, ob ihr euch für einen Mercedes oder für einen Jaguar oder für ein Auto einer anderen Marke entscheidet, egal ob Youngtimer oder Oldtimer, achtet auf die kritischen und neuralgischen Stellen. Ich hoffe, dass ihr heute noch etwas dazu lernen konntet, dass ihr vielleicht etwas gesehen habt, was ihr so noch nicht kanntet. Bist du jetzt eher der Jaguar-Mann oder bist du mehr der Mercedes-Mann? Wofür würdest du dich entscheiden? Ich würde den Jaguar präferieren, wenn die Zustände gleich wären, gleich gut wären. Weil das ist einfach sportlicheres Fahren als Limousinencharakter zu fahren. Deswegen bin ich beim Jaguar. Ich würde mich für den Mercedes entscheiden. Ich finde die 4-Matic-Technik interessant. Ich finde den Wagen eigentlich ganz hübsch, obwohl er vielleicht ein bisschen spießig und bieder wirkt. Für welches Auto würdet ihr euch entscheiden? Für den Mercedes oder für den Jaguar? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr sehen wollt, für welches Auto ich mich nächste Woche entscheide, dann schaltet wieder ein. Donnerstag 17 Uhr, PS Speicher TV.